So Leute, hallo Internet, da bin ich wieder. Für diejenigen, die jetzt neu zuschalten, das ist jetzt das zweite Video auf dem Kanal. Ich hatte nur ein Intro-Video gemacht und da hatte ich eine super Resonanz. Ja, es geht hier auf meinem Kanal in Zukunft, ich werde Deutschland verlassen und auf Weltreise gehen, und darum geht es in dem Kanal, und ich mache ein paar Videos vorher, wie ich Deutschland verlasse, für die Leute, die neu dabei sind. Ich habe hier mir was aufgeschrieben, weil sonst wird das zu viel, das kann ich mir nicht alles im Kopf behalten. So, ja, ich wollte in diesem Video erzählen, ein bisschen zum Hintergrund, warum ich Deutschland verlasse. Ich hatte Fragen bekommen, genau, und darauf wollte ich kurz eingehen, ja. Und zwar, genau, erstmal vielen Dank für all die Kommentare und Likes von dem Intro-Video, weil das scheint anscheinend ja der Algorithmus von YouTube sofort aufgegriffen zu haben. Einfach wegen der Lage wohl in Deutschland. Ne? Verändert sich ja gerade seit kurzem ziemlich viel und hat mir eine Menge Views beschert oder das Video ausgestrahlt an euch. Ja? Kurz ein paar Hintergrundinfos zu mir. Ich wohne in Hamburg jetzt. Also ich bin eigentlich Berliner. Ich bin an der Mauer aufgewachsen, auf der Westseite. Ich habe mit dem Ball, den habe ich noch gegen die Mauer geworfen. Und bin jetzt seit 97 in Hamburg. Und seit 2005 lebe ich hier in einer Wohnung, die sehr klein ist, aber auch sehr preiswert ist. Ja, und ich habe seit 2007 oder so habe ich dann durchgehend gearbeitet. Und ich habe dort 250 € zahle ich da. Und jetzt kommt der Knaller, inklusive Strom, Wasser, Heizung und die ganzen Klecker-Nebenkosten. Das ist alles mit in der Miete drin. Also ich zahle nur 250 €. Beziehungsweise seit 5 Jahren, die haben das irgendwann erhöht auf um 23 €, zahle ich 273 €. Was bedeutet das? Ich konnte mir viel Geld sparen. Ja? Und das ermöglicht mir jetzt, auf Weltreise zu gehen. So ganz einfach, ja. Ich war 2019 das erste Mal, ich wollte gerne einfach mal den europäischen Kontinent verlassen und bin dann alleine 2019 nach Thailand. Obwohl so alleine war das dann gar nicht mehr, weil ich zufällig beim Abflug in Hamburg ehemaliger Arbeitskollege auch in den Flieger gestiegen ist. Und dann war ich gar nicht alleine, obwohl ich das wollte, aber es war trotzdem cool und eine coole Erfahrung. So, es gab einen Auslöser für für meine Entscheidung. Jetzt muss ich mal Pause machen, weil hier jemand kommt. Es gab einen Auslöser für das alles, beziehungsweise kamen mehrere Dinge zusammen. Ja. Der Hauptauslöser war meine Wohnung. Denn ich kam letztes Jahr von den Philippinen wieder und da war dann und das ist halt diese kleinen Buden, das ist, also im Grunde ist das alles ja. Es ist super hellhörig, ja. Aber ich habe das halt so lange ausgehalten da, weiß ich nicht warum, auch weil ich immer im Hintergrund wusste, ich spar viel Geld, ja, anstatt irgendwie 800, 900 € Wohnung. Und dann komme ich von den Philippinen wieder und dann war einer Nachbar ausgezogen, links von mir, der mir tierisch auf die Nerven ging, aber der war ausgezogen und ich denke, ja, alles schön und gut und ich miete das vielleicht noch mit an. Aber zufällig ist auch unter mir so ein Handwerker eingezogen. Vorher war da ein anderer, der hat da nur Sachen gelagert, ja. Und dann ist da ein Handwerker eingezogen, der kommt da morgens um 7:30 und fängt an, Lärm zu machen. Und das ist so hellhörig da. Also das geht halt nicht mehr. Das ist nicht haltbar, ja. So, das war der größte Auslöser von allem. Wir hatten dann so ein bisschen Beef. Ich habe dann irgendwie ein bisschen, glaube ich, was Falsches gesagt. Ja, und er ist dann wohl zur Hausverwaltung und ich habe den übelsten Brief von der Hausverwaltung bekommen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt nach 20 Jahren reicht es hier in der Bude, ich muss hier raus. Mein Bruder hat gesagt, ja, eigentlich alle 7 Jahre im Leben muss ein Wechsel stattfinden, ne? Was das für ein Wechsel ist, auch immer. Das war so mit die Hauptgründe, ja. Und das andere nenne ich mal Trigger. Das war jetzt nach den Wahlen hier und natürlich auch in Amerika. Und was jetzt hier abgeht in Deutschland, ich habe ja keinen Bock mehr. Das ist alles so komisch und ätzend, ja. Also wie geht das mit der Rente weiter? Dann, was weiß ich, wird Putin irgendwann vielleicht hier mal in 5 Jahren oder so in Deutschland einmarschieren? Keine Ahnung. Und auch Steuern, ja. Ich blende mal hier was ein, was die EU-Kommission dazu so sagt, was hier in Deutschland abgeht. Ist jetzt hier eingeblendet. So, das sind so auch noch so Trigger.
ja, warum ich hier irgendwie weg muss. Ja, und natürlich brauche ich nicht zu sagen, das schlechte Wetter. Ja, also dieses halbe Jahr Winter, alles grau und grau, gerade hier im Norden in Hamburg, ist halt ungemütlich für Körper, Geist und Seele. Ja, immer diese halbe Jahr Depri brauche ich erstmal nicht mehr. So, weiter im Text. Na, dann kamen die Fragen, wohin zuerst und was sind die Ziele nach der Weltreise und melde ich mich in Deutschland komplett ab. Also wohin zuerst, das habe ich ja schon im ersten Video so angesprochen, ich möchte nach Asien, also zu Asien, Südostasien, Thailand, Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos, Indonesien, Malaysia, vielleicht Myanmar, weiß ich noch nicht, Taiwan, Japan, aber das ist halt alles wieder teurer dort. Deswegen Asien auch, weil es halt sehr billig alles ist. Ne? Ja, da lässt sich halt billig leben, egal ob irgendwo mieten oder und so weiter und so fort. Es wird außerdem mehr so auch ein Go with the Flow Reise oder Trip. Ja, ich lasse mich ein bisschen treiben. Das ist auch grundsätzlich so ein Ziel. Was heißt Ziel? Also so wird es kommen. Und ich melde mich bei meinem Bruder an, bleibe da gemeldet erstmal wegen Konto, weil ich jederzeit auch zurückkommen kann. Und Broker, morgen habe ich ein Gespräch mit meinem Arbeitgeber, ich bin ja noch in Vollzeit. Es könnte auch sein, dass die vielleicht einen 500-Euro-Job für mich haben, das wird mir schon reichen, den ich halt vom Laptop aus machen kann. Aber ich verlasse mich nicht drauf, ja, ich rechne damit nicht, jetzt nicht für viel, ob das klappt, aber das wäre cool. Ein Ziel nach der Weltreise, das war ja noch eine Frage. Ob es ein Ziel nach der Weltreise gibt? Nee, dadurch, dass es Go with the Flow ist, nicht wirklich. Also, wenn ich den Job von meinem Arbeitgeber bekomme, ja, dann ist der halt erstmal am Start. Wenn nicht, ist auch gut. Ich bin aber auch offen, wenn mir irgendwas über den Weg läuft. Es kommen halt neue Inspirationen und so weiter. Ja, wenn da was Neues kommt, dann habe ich vielleicht auch irgendwo anders einen Job, ja, wenn da mit Arbeitsgenehmigung und alles klappt. Also ich hätte sogar da so eine Idee in Hongkong. Vielleicht ein Ende der Reise wäre eine fiese Krankheit. Ja. Aber heute war ich beim Arzt, bei einer Impfberatung und nächste Woche lasse ich mich gegen eine ganze Menge Sachen impfen. Was kostet mich 640 Euro, aber das kriege ich alles wieder, beziehungsweise 90%. Also ich zahle nur 10%, bekomme ich wieder von der Technikerkrankenkasse. Genau, und ich würde auch gerne meinen Kanal ausbauen. Ne? Mein englischer Kanal ist ja eingeschlafen aus Gründen und den würde ich jetzt gerne aufbauen und da würde auch irgendwann Geld rumkommen. Dann habe ich hier stehen, genau das habe ich schon erwähnt, also mein Bruder unterstützt mich, ich bin halt bei ihm, bleib gemeldet und wenn irgendwas ist, was zu regeln gibt oder so, dann melde ich mich bei ihm und dann hilft er mir dabei. Ja, im letzten Video habe ich gesagt, die Mentalität der Deutschen, damit wollte ich jetzt nicht die kalte Schulter zeigen oder niemanden angreifen. Ich meine, ich bin auch Deutscher, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja, also in anderen Ländern sind die Leute einfach irgendwie ein bisschen relaxer und cooler drauf, ne? Hier alle Scheuklappen und ja, ist halt mit Grund, ja, warum ein Wechsel mal ganz gut ist. Zukunft des Kanals. Jetzt mache ich ja so ein paar Videos und erzähle euch, was es hier gilt zu erledigen, um Deutschland zu verlassen. Und es sind Informationen oder wie ich da durchgehe durch das Thema. Auf längere Sicht wird der Kanal eher, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Unterhaltungskanal, ja, weil ich unterwegs bin und euch zeige, wie ist es wo oder besuche irgendwas, was kostet irgendwo was, wie geht's mir, komme ich finanziell klar überall. Ich will beide Kanäle bedienen. Ich sage jetzt erstmal grob, vielleicht ein Video die Woche, vielleicht auch 2 Videos die Woche, muss ich sehen. Ich habe dann ja Zeit, ich habe keine Vollzeitarbeit mehr und ich will gerne Livestreams machen. Laos, Kambodscha, keine Ahnung, wo ich bin. Also auch Livestreams wird es geben, da bin ich, und ob ihr da Bock drauf habt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Überhaupt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Nämlich jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, der wichtig ist. Ich bitte euch wieder jetzt nochmal, also erwähne das muss ja fast jeder YouTuber erwähnen, aber ich möchte mir den Kanal auch aufbauen. Deswegen bitte liked das Video hier, gebt es einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich verfolgen wollt und weiter gucken wollt, wie meine Reise, wo es hingeht und wie es weitergeht. Ja, und durch die Likes und Abos und Kommentare
greift das der YouTube-Algorithmus auf und die Videos werden halt ausgestrahlt und ich erreiche mehr Leute. Ja? Das ist halt eigentlich schon seit 2019 mein Traum, ja, mit YouTube auf Reise zu gehen, euch zu unterhalten und, ja, und am besten noch dass ein bisschen Geld dabei rumkommt. Ja? So, das war es, glaube ich, grob erstmal alles. Ich muss hier immer blinzeln wegen der Sonne. Im nächsten Video, vielleicht nächste Woche dann, in einer Woche ungefähr, gehe ich nochmal in die Details für die ganzen Vorbereitungen. Ich wollte euch nochmal die Wohnung zeigen. Aktuell ist das diese Mini-Wohnung. Aktuell ist es ein bisschen blöd, weil das da Tohuwabohu ist. Aber ich fange irgendwann an zu renovieren und dann seht ihr auch mal diese kleine Wohnung und wie ich da gelebt habe und was ich da eigentlich ausgehalten habe. Naja, Kleinigkeiten, was muss ich abmelden, was muss ich ummelden, was werde ich noch besorgen. Auch so Behördengeschichten, wie mache ich das mit SIM-Karten und so weiter. Das werdet ihr im nächsten Video sehen. Dann wünsche ich euch alles Gute und dann sehen wir uns halt im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss, euer Ning oder Henning. Ciao.